Hallo und herzlich willkommen hier bei TQ. Wir tauschen heute mal die Ski gegen das Fahrrad und schauen uns an, wie so ein E-Bike-System aufgebaut ist. So E-Bikes müssen ja auch getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen. Und da kommt jetzt nachher der Felix, der ist jetzt gerade mit einem Fahrrad unterwegs und der erzählt mir dann einfach alles dazu, was es da zum Wissen gibt. Servus Karl, grüß dich. Hi, servus, du bist der Felix dann, oder? So ist es, richtig. Bist du der offizielle Testfahrer von TQ? Offizieller Testfahrer würde ich es jetzt nicht nennen. Also es gehört hin und wieder mal zu meinen Tätigkeiten. Aber eigentlich bin ich im Vertrieb tätig. Aber ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, deswegen unterstütze ich da hin und wieder mal. Was zeichnet dann so ein gutes Gefühl bei einem Testfahrer aus? Oder warum macht dich das besonders gut in dem, was du machst? Also ich habe von klein auf mit Rädern zu tun gehabt und bin da ziemlich tief in dem Thema drin gewesen. Bin selber viel auf Rennen unterwegs und genau, habe da auch ein ganz gutes Netzwerk mittlerweile aufbauen können. Und das hat mich dann im Endeffekt zu TQ in Vertrieb gebracht, mit dem E-Bike-Bereich. Und genau, jetzt so das gute Gefühl hilft natürlich auch hin und wieder mal bei so Testfahrten, dass man da so dazu sagt, was sind so die aktuellen Softwarestände, ist das gut so, wie das ist oder nicht. Genau, da kann ich einfach ein bisschen aushelfen irgendwie. Auf was kommt es denn jetzt darauf an, speziell wenn du jetzt eine Testfahrt machst? Was schaust du dann da explizit? Oder? Meist sind verschiedenste Tests, die wir da eigentlich machen. Also da geht es in Richtung Reichweitentest, Temperaturtests, genau eben die Software anschauen, ist das alles so, wie wir uns das vorstellen, und dann genau gehen wir mit dem Feedback auf die Entwickler zu, die passen das Ganze an und dann genau werden Optimierungen gefunden oder eben nicht. Es wird auch wahnsinnig viel auf Prüfständen und sowas getestet, aber Theorie und Praxis ist da nicht unbedingt immer dasselbe, deswegen ist das super wichtig oder ein extrem wichtiger Bestandteil der Entwicklung. Was ist denn dann so der Unterschied zwischen einem Test auf dem Prüfstand und jetzt im richtigen Gelände? Test auf dem Prüfstand ist natürlich super, dass man da 24/7 eine Maschine durchlaufen lassen kann und super Verschleißtests und so Geschichten machen kann, was jetzt im Feld eher schwieriger wäre. Dennoch ist sowas halt so ein bisschen fernab der Realität und man muss einfach unter reellen Bedingungen testen und da sind solche Feldtestfahrten einfach super entscheidend. Fährst du dann viel im Gelände oder ist es dann mehr auf Ebenenstrecken oder beides? Sowohl als auch. Also wir haben verschiedene Testfahrer, da geht es darum, so viele Kilometer wie möglich drauf auf das System zu fahren. Dann wiederum aber auch welche, wo es um so eine Art Stresstest im Endeffekt geht, wo gesprungen wird, wo das System einfach hart belastet wird von äußeren Einwirkungen. Ab wann geht bei euch im Entwicklungsprozess die ganze Testerei los? Im Endeffekt beginnen wir sowas natürlich von vornherein durchzuziehen. Sowas wird hinten raus natürlich dann immer relevanter, desto näher sich das Produkt der Serie annähert. Also gerade kurz vor Serienstart ist sowas natürlich super entscheidend, weil du mit den endgültigen Hardware-Komponenten und der endgültigen Software eben am Testen bist. Und da ist dann natürlich super wichtig, dass da keine Probleme mehr auftreten. Aber grundsätzlich testen wir von vornherein ziemlich intensiv, aber es wird fast hinten raus immer intensiver, da es da eben wahnsinnig entscheidend ist, dass da das bombensicher ist. Fährst du dann privat auch E-Bike oder beschränkt sich das auf das Berufliche? Weil so wie es sich jetzt für mich anhört, bist du eher so, wenn dein Vater Radprofi war und so, im Profibereich, die sind ja meistens ohne Motor unterwegs, oder wie schaut es da bei dir aus? Sowohl als auch. Also ich bin auf dem Normalrad, aber auch auf dem E-Bike unterwegs. E-Bike nimmt aber immer einen größeren Anteil in Anspruch, ehrlich gesagt. Also auch E-Bike-Rennen und sowas habe ich mir jetzt mittlerweile schon ein paar angeschaut und ich finde es genauso spaßig wie das Rennen mit dem normalen Rad und genau, es ist auch nicht so, dass das irgendwie weniger anstrengend wäre oder sowas, sondern da muss man sich auch richtig reinhängen. Muss man da dann gut schauen, dass man den Akku richtig timet, oder wie stelle ich mir das strategisch vor? Zum Beispiel, da wird aber teilweise, hat man die Möglichkeit, Akkus zu wechseln, aber das ist wirklich, da sitzt man 6 Stunden im Sattel und ist wirklich endlos Höhenmeter unterwegs, also das ist schon richtig anspruchsvoll. Ich finde es nahezu sogar anstrengender als ein normales Rennen, ehrlich gesagt. Hi, servus. Hi, servus.
Ich bin bei TQ in der Softwareentwicklung tätig. Wie entsteht denn so eine Software für ein E-Bike? Die Software bei einem E-Bike macht eigentlich das aus, was der Fahrer wirklich merkt. Also